Wie haben die Deutschen hier in Lindenthal das geschafft, Lindenthal so ausländerfrei zu halten? Schwere Frage, ne? Womit hat das was zu tun? Ich meine, im positiven Sinne, dass es hier noch relativ ordentlich zugeht, ein gut situierter Schutzbereich ist. Ja. Die Frage ist, schotten sich die Deutschen hier ab? Nein. Denken Sie, dass es hier ein weißes Ghetto ist? Nein. Und wie finden Sie es hier im weißen Ghetto? In was? Im weißen Ghetto. G-H-E-T-T-O. Wie sich das schreibt, das weiß ich. Ja. Wohnen hier in Lindenthal? Ja. Wie fühlen Sie sich hier in diesem weißen Ghetto? Also ich wohne schon 34 Jahre hier und 34? mich wohl, ja. Hier ist doch nichts, tote Hose, nur alte Leute. Also kann man hier eigentlich von so einem Senioren-deutschen Ghetto sprechen? Ja, das soll ich nicht so sagen. Ja, sagen wir mal, ja, doch. Viele Kölner, viele Deutsche, wenig Ausländer. Keine Ausländer, das ist richtig. Ghetto bedeutet doch eingeschlossen sein, unter sich sein. Das ist Unsinn. Weißes Ghetto quasi. Ja. Und weißes Ghetto ist in Ordnung? Ist in Ordnung. Was würden Sie vorschlagen, damit sich die Deutschen besser in die Kölner Gesellschaft integrieren können? Moment mal, also die Deutschen? Ja. Ich denke, wir sind integriert. Die Deutschen sind besser in die normale Gesellschaft integriert. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Um uns hier in Deutschland zu integrieren? Ja, also in die Gesamtgesellschaft, die ja bunt ist. Weiß ich nicht. Ich finde, ich integriere mich ganz toll. Also ich habe in einer WG mit 3 Ausländern zusammen gewohnt und ich fühlte mich sehr integriert. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eine sehr doofe Frage. Okay, gut. Fragen Sie die eine andere Altersklasse und eine tiefere Bildungsklasse. Das liegt an denen. Liegt an denen, weil die sich nicht anpassen wollen. Wie müssen die sich denn anpassen? Die deutsche Sprache. Bitte? Die deutsche Sprache. Es gibt viele, die schon 40 Jahre hier wohnen. Ja? Ja. Kein richtiges Deutsch. Und was sollten die Deutschen Ihrer Meinung nach tun, um sich besser in die Gesamtgesellschaft zu integrieren? Die Deutschen, die Gesamtgesellschaft, die Deutschen bilden zunächst mal hier die Gesellschaft. Sie sind also die primäre Gesellschaft und die anderen haben die Aufgabe, sich zu integrieren in einem Land, das ihnen wahrscheinlich vorher etwas fremd ist, und dann müssen sie sich hier mit den Lebensgewohnheiten sich einmal beschäftigen und dann ihre Lebensweisen so einstellen, dass hier keine großen Konflikte entstehen. Aber was machen die? Es dürfte wohl nicht umgekehrt sein, dass die Deutschen sich an Einwanderer zum Beispiel anpassen, sodass sie sich also selber sozusagen nicht mehr wiedererkennen. Sie müssen ihre eigene Sie müssen die Chance haben, ihre eigene Identität durchaus beibehalten zu können, nicht? Gar keine Frage. Nicht? Hier sind ja auch nette Menschen, nur leider sind die ja alle doch irgendwie sehr so, ja, wie soll ich sagen, alle so Bio-Deutsch, kann das sein? Bio-Deutsch? Ja, ein bisschen. Wir haben uns überlegt, wir siedeln einfach mal ein paar Deutsche, Bio-Deutsche, nach Kalk. Und ein paar Deutsche, also die nicht Bio-Deutsch sind, siedeln wir nach Lindenthal. Ja, ein bisschen mischen. Bio-Deutsch und Deutsch. Was ist wohl der Unterschied? Ja, ich denke mir, ein Bio-Deutscher ist ein echter Deutscher und ein Nee, ich weiß Und nicht. ein Deutscher ist ein falscher Deutscher? Nee, lassen Sie mal überlegen. Ein Bio-Deutscher? Nee, also tut mir leid, weiß ich nicht. Ich würde jetzt in Richtung Türke oder so gehen, aber da weiß ich nicht, was der Bio-Deutsche wäre. Haben Sie eine Ahnung? Auch nicht. Überlegen Sie mal. Jetzt wollen wir mal die grauen Zellen hier mal ein bisschen anregen. Was ist Bio-Deutsch im Unterschied zu Deutsch? Ursprünglich. Biologisch rein ist also ursprünglich. Dann würde ich sagen, Bio-Deutscher ist dann vielleicht Uraltdeutscher. Und der andere ist ein Türkendeutscher. Türkendeutscher. Gezüchtet? Gezüchteter. Gezüchtet und beschnitten? Genau. Umfunktionierter. Okay, sind Sie auch Bio-Deutsch? Und kaufe immer im Bioladen nur. Und sind auch Bio-Deutsch? Bitte? Sind Sie Bio-Deutsch? Ja. Noch Bio-Deutsch? Ja. Okay, Dankeschön. Und wie fühlst du dich hier so unter den vielen Deutschen? Ganz gut, ja. Ich komme mit den Deutschen gut zurecht. Kommst gut zurecht. Du meinst auch, die integrieren sich auch ist auch ganz okay, was da läuft, Integrationsprozess. Auf jeden Fall. Die Deutschen integrieren sich immer toll, aber andersrum klappt es meistens nicht. Was sollte man tun, damit sich die Deutschen nicht so abschotten? Weiß ich auch nicht. Was tun Sie denn? Gar nichts dagegen. Also Sie schotten sich auch ab? Nee, überhaupt nicht. Und was tun Sie gegen die Abschottung? Auch nichts. Auch nichts. Also tragen Sie dazu bei? Unbewusst. Meinen Sie, man könnte ein Umsiedlungsprogramm starten,
Also sprich, dass man mehr Ausländer hier in diesen Stadtteil integriert und dafür mehr Bio-Deutsche nach Mülheim umsiedeln lässt, damit sich das alles mal ein bisschen besser vermischt und sich die Deutschen auch mal anfangen, mal ordentlich zu integrieren? Ja, doch, denke ich schon. Wäre eine gute Idee? Ja. Würden Sie einen Wohnungstausch mit mir machen? Nö, natürlich nicht. Warum nicht? Nee, also es ist nicht so meine Wohngegend. Ich würde nicht nach Kalk ziehen, nee, würde ich nicht machen. Wieso? Da ist der Ausländeranteil zu hoch, ne? Überproportional. Grundsätzlich würde ich, glaube ich, für keinen meinen Platz freimachen. Also, aber dann geht das ja gar nicht, dass hier mehr Einwanderer hinkommen. Ja, das ist dann ein Problem. In welchen Stadtteil würden Sie quasi aus Lindenthal wegziehen und umziehen, damit hier Einwanderer hinkommen können? Keinen, weil ich eine Bedingung hier vorgefunden habe, die für mich ideal ist und meinen Wünschen und Vorstellungen optimal entspricht. Das ist aber integrationsfeindlich. Nein, ich gehe von meinen eigenen Bedürfnissen, meinen eigenen Wohnbedürfnissen aus und danach habe ich meine Wohnung gewählt. In Lindenthal ist jeder willkommen, wenn er keine Probleme schafft und aktiv ist und am Leben teilnimmt. Dann ist er hier immer willkommen. Es gibt hier genug Vermieter, die garantiert weder Ausländer noch ich weiß nicht wen irgendwie. Köln-Lindenthal. Eine Hochburg der Bio-Deutschen. Ein sozialer Brennpunkt in Köln. Hier haben wir schlimme Dinge gesehen und gehört. Die Deutschen schotten sich hier ab. Man kann hier von einem weißen Ghetto sprechen.